Und zugeschaltet ist mir jetzt Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Guten Morgen, Herr Wendt. Guten Morgen, hallo. Herr Wendt, offenbar völlig ungebremst steuert der Fahrer mehrere hundert Meter das Auto durch diesen Weihnachtsmarkt. Blickt man in die deutschen Städte, da stellt man ja fest, die meisten Weihnachtsmärkte, die gleichen quasi Festungen. Warum konnte nun wieder ein Anschlag mit einem Fahrzeug passieren? Gab es hier Sicherheitslücken? Darauf deutet eher mal nichts hin, weil auch an den Weihnachtsmärkten, die sehr gut gesichert sind, wie wir sie aus Berlin beispielsweise am Breitscheidplatz kennen, gibt es immer Lücken, die beispielsweise für den öffentlichen Personennahverkehr, für Rettungsfahrzeuge und andere offen bleiben müssen. Deshalb muss man sagen, dass es einen hundertprozentigen Schutz oder eine hundertprozentige festungsmäßige Absicherung auch solcher Weihnachtsmärkte gar nicht geben kann. Jetzt wird zu ermitteln sein, ob es irgendwo eine vermeidbare Lücke gegeben hat. Das ist aber Gegenstand der Ermittlungen. Ich kann bislang überhaupt kein Fehlverhalten beispielsweise von Einsatzkräften entdecken. Die Motive des 50-Jährigen aus Saudi-Arabien, die sind noch weitgehend unklar. Welt allerdings liegen jetzt Posts von 2023 vor, in denen der Täter schreibt, und ich zitiere hier: Ich versichere euch, dass zu 100% bald die Rache kommt, auch wenn es mich mein Leben kostet. Im August 2024 dann postet er auf Arabisch: Wenn Deutschland Krieg will, werden wir ihn haben. Wie kann es denn sein, dass sich jemand öffentlich so äußert, aber offenbar nichts passiert? Nun, das ganze Netz ist voll von solchen irren Äußerungen. Und Sie können sicher sein, dass Polizei und auch Nachrichtendienste, wenn sie das dann auch bekommen und davon auch Kenntnis bekommen, das gründlich auswerten. Aber jedem verrückten Hinweis nachzugehen, so als wäre er ernst gemeint und würde dann die Polizei dann tatsächlich auch überfordern. Wir haben zig Millionen Accounts, die haben wir nicht immer alle im Blick. Das geht auch gar nicht. Die Polizei ist natürlich im Netz unterwegs und achtet auf verdächtige Hinweise. Aber es ist beispielsweise nicht so, dass in einem automatisierten Verfahren, möglicherweise mit Unterstützung künstlicher Intelligenz, das Netz permanent durchsucht wird auf verdächtige Äußerungen. Das wäre vielleicht wünschenswert, aber ist nicht leistbar. Trotzdem, die Polizei ist im Netz vorhanden. Sie ist ja auf Streife sozusagen, aber kann bei zig Millionen Accounts unmöglich alle Äußerungen erfassen. Dort, wo sie davon Kenntnis bekommt, wird das gründlich ausgewertet, und das wird auch jetzt der Fall sein. Aber manchmal, wir haben es bei der Entdeckung der Terroristen Klette gesehen, sind der Polizei auch rechtliche Grenzen gesetzt, die beispielsweise Journalisten nicht haben. Herr Wendt, sind unsere Behörden denn gewappnet? Sie haben es ja gerade schon angerissen, um mutmaßliche Täter frühzeitig zu erkennen. In der Vergangenheit kamen die Hinweise ja meist aus dem Ausland. Heißt also, die haben ja offenbar Technologien, die wir nicht haben? Ja, sie haben Technologien und sie haben vor allen Dingen rechtliche Befugnisse, die wir nicht haben. Die Polizei darf nicht alles, was sie kann. Da gibt es in Deutschland nun einmal sehr strenge Regeln. Wir weisen immer wieder darauf hin, und wir diskutieren ja auch bei Welt seit vielen Jahren darüber, was das Thema Videotechnik im öffentlichen Raum angeht. Wir erleben ja jetzt auch wieder, dass die Polizei darauf angewiesen ist und auch darum bittet, dass die Bevölkerung, die Zeugen, die dort vor Ort gewesen sind, ihre Videoaufnahmen und ihre Fotos der Polizei zur Verfügung stellen. Warum ist das so? Weil die Polizei keine eigene Videotechnik dort vor Ort hat, die beispielsweise mit hochauflösenden Kameras gefährliche Situationen schon im Entstehungsprozess beobachten könnte. Die Technik dazu ist vorhanden, sie ist längst erprobt, ja, aber mit dem Einsatz solcher Technik hält man sich zurück, und auch mit der Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen die Polizei arbeiten muss. Das Gleiche gilt ja jetzt für die Ermittlungstätigkeit. Es wäre schon interessant, nicht nur den Account in den sozialen Netzwerken des Tatverdächtigen zu sehen, sondern auch wahrnehmen zu können und beobachten zu können, wo hat er mit wem eigentlich in den vergangenen Wochen und Monaten kommuniziert. Mangels Vorratsdatenspeicherung geht das halt nicht. Sie sehen also, die Polizei in Deutschland ist schon sehr gut aufgestellt, was das Personal angeht. Die Fähigkeiten sind überall vorhanden, aber bei der Technik und bei der Gesetzgebung hinken wir weit zurück, weit übrigens hinter europäischen Rechtsstaaten. Es geht nicht darum, uns auf ein Niveau, auf ein rechtliches Niveau totalitärer Staaten zu bringen, aber auf ein einheitliches Niveau mit europäischen Rechtsstaaten. Das wäre schon sehr wünschenswert, aber da ist Deutschland sehr, sehr zurückhaltend zum Leidwesen der Sicherheit. Herr Wendt, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne.